Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir haben: eine Nachlese zu dem Unfall gestern in Washington. Weiter geht es dann mit Lufthansa. Warum die Lufthansa gerade jetzt so ein Expansionsmodus ist. Und Lufthansa Allegris Economy Class. Auch hier gibt es wieder bei Allegris ein Problem. Wir haben dann nochmal die Delta Alpha Sierra Golf Kilo. Für den Eingeweihten ist das die Maschine, die die letzte Air Berlin Lackierung trug. Ist leider Geschichte. British Airways ist am Zurückrudern machen tun. Und zwar hatte man da eine Art Brunch Gate. Und da geht es darum, dass man das Essen auf Nachtflügen reduzieren wollte aus Kostengründen. Aber da hat man jetzt festgestellt, der Passagier mag so etwas nicht. Die Themen sind natürlich wie immer frisch gepresst, damit ihr nicht denkt, ich hätte sie mir aus dem Hut gezaubert aus einer alten Sendung, sondern sind sie frisch gepresst, sind von heute. Und wichtig an dieser Stelle natürlich, wie immer, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz gerne zu kommentieren oder aber kommt in die School Community. Da haben wir einige nette Talks und einige von euch habe ich da ja auch schon gesehen. Das erste Thema ist ein trauriges Thema. Das ist das Thema um den Absturz gestern. Da waren viele junge Passagiere an Bord, weil ein Eislaufteam an Bord war. Die waren auf einem Trainingscamp oder Sichtungscamp in Wichita, Kansas. Und da ist es so, dass die 67 Toten wohl bestätigt sind. Und jetzt sucht man natürlich nach der Ursache. Die Blackboxes sind wohl gefunden. Und man kann die jetzt auswerten. Die Bergung der Opfer geht auch vonstatten. Und jetzt ist es so, dass es natürlich keine offiziellen Aussagen gibt, warum der Unfall passiert ist, was da passiert ist. Aber die NTSB hat halt mit der Bergung bzw. mit der Untersuchung angefangen, mit der Bergung der Recorder. Donald Trump hat natürlich da wieder etwas gemacht und hat sich da, sage ich jetzt mal wieder, in seiner alten Manier gemeldet. Er hat gesagt, dass DEI, also Diversity, Equity, Inclusion, die Schuld sei, dass man halt dort Leute eingesetzt hat, eher aufgrund von sexuellen Präferenzen, Hautfarbe und so weiter, anstatt auf Qualifikation. Wird sich herausfinden. Was man aber sagen kann, ist, dass man natürlich gewisse Unregelmäßigkeiten im Tower hatte. Und zwar ist es so, dass man jetzt sieht, dass die Medien berichten, dass dort das so ist, dass der FAA-Bericht sagt, dass dort ein Fluglotse für 2 Positionen im Kontrollturm zuständig war zu dem Zeitpunkt. Heißt also, dass das eine Position war, die normalerweise von 2 Leuten gemacht wird und dass man dort auch permanent understaffed ist, also dass da pro Schicht 2 Leute mindestens fehlen würden. Und der Lotse, der halt zuständig war für die Hubschraubergeschichten, da ging es wohl um so eine Doomsday-Aktion und ein Side-Fact ist, glaube ich, der Kapitänsvater war ehemaliger Black Hawk-Pilot und ist diese Strecke auch geflogen. Also das heißt, das ist eine Standard-Procedure, die da fliegen für Doomsday. Also das heißt, diese Weltuntergangsgeschichte, die sie permanent üben. Und da sieht man halt, wie tragisch das ist. Das nächste, was halt wirklich ist, dass dann halt wirklich der Controller nicht die volle Aufmerksamkeit hatte, weil er halt einmal für die Hubschrauber und auch für die Land- und Startbahn zuständig ist. Und das ist natürlich ein Problem. Dass man hier folgendes Zitat geben kann: Für die Tageszeiten das Verkehrsaufkommen nicht normal, dass das nur einer macht. Dass nur einer macht, das sind jetzt meine Worte. Des Weiteren ist es so, dass man, obwohl die FAA davon keine Aussagen macht, oder der NTSB, um genau zu sein, dass dort der Helikopter wahrscheinlich in eine falsche Höhe geflogen ist. Und nach Angaben der Behörden gab es einen sehr schnellen Aufprall der Maschine im Wasser und es wurden also kein Rettungsequipment ausgelöst, das heißt also Rutschen oder Floating Devices oder irgendetwas. Und
Das ist halt relativ schlimm in meinen Augen natürlich. Und zwar sollte der Flieger bei 200 Fuß gewesen sein und die Maschine war 400 Fuß und das sind dann 60 Meter ungefähr. Also wenn wir das durch 3 teilen, 60 ein bisschen. Ansonsten ist es so, man muss halt den Ermittlern Zeit geben, was der wirkliche Grund ist. Und wie immer merken wir halt immer, dass in der Aviation halt immer eine Verquickung von Sachen zu Unfällen führt. Heißt also, das ist nicht immer ein Grund, der da der Grund ist. Und ich glaube, dass man die 30 Tage, die die NTSB Zeit hat, um einen Bericht vorläufig vorzulegen, abwarten sollte und da natürlich ein nationales Interesse ist und da das natürlich vor der Haustür in Washington passiert ist, beim Ronald Reagan Airport, wird man da natürlich ganz genau drauf schauen. Alles sehr traurig. Wir gehen jetzt wieder in das harte Airline-Business und das ist natürlich dann wieder die Lufthansa und die Frage, Lufthansa, sind die im Kaufrausch, sind die besoffen? Was machen die denn und warum kaufen die jetzt gerade Fluggesellschaften? Die ITA, die Air Baltic Investments, dann sind es bei Air Europa und TAP dran, wobei es ja eigentlich eher so ein Air Europa oder TAP sein müsste, ganz klar. Und da ist es so, dass die Lufthansa Airline natürlich ein Problem hat. Man hat in der Lufthansa Mainline Probleme, weil man halt wirklich günstiger, stabiler fliegen muss, aber auch natürlich, dass man halt diese Saisoneffekte hat bei der Aviation, die jetzt ohne Geschäftskunden nicht mehr so aufgefangen werden können. Heißt also, dass die Nachfrage im Sommer wesentlich höher ist als im Winter und dass man damit halt eine gewisse Elastizität braucht und Flieger halt einfach rumstehen. Wir haben das ja gesehen an den 380ern, die quasi da auch Pause machen müssen, weil kein Flugaufkommen da ist. Und deshalb hat man natürlich bei der IPO, also des Börsengangs der Air Baltic, zugegriffen und hat da sich 14% der Anleihen, 14 Millionen der Anleihen gesichert, um dann irgendwie eine Bandbreite zwischen 5 und 10% zu bekommen. Natürlich hat man im Gegenzug einen Sitz im Aufsichtsrat bekommen, hat damit also wesentlich mehr Zugriffsmöglichkeiten auf die Air Baltic und hat sich damit dann die Air Baltic gesichert, dass sie im Sommer diese Services erbringen. Und wenn man sich das anguckt, ist es so, dass Air Baltic natürlich bis zu 21 A220-300 für die Lufthansa im Wetlease betreibt. Das sind 40% ihrer aktuellen Flotte. Die haben irgendwie 49 Flugzeuge, 50 Flugzeuge. Und damit ist es so, dass man bei Lufthansa wesentlich flexibler ist. Air Baltic damit natürlich auch ein bisschen im Würgegriff der Lufthansa. Und wenn man natürlich sagt, dass man das Geschäftsmodell so aufbauen möchte, dass man auf Wetlease aufbaut, dann ist es so, dass man einen Partner dann vielleicht auch haben sollte, mit dem man, ja, ich sage jetzt mal, Zugriff hat und nicht davon abhängig ist, dass Air Baltic dann sagt, ja, okay, wir haben jetzt so und so viel Prozent von deinem Business, aber wir machen es nicht, wir machen Preise teurer. Also, dass man da halt von der Lufthansa halt partizipiert und da halt Kontrolle hat. Dann hat die Lufthansa natürlich auch das Problem, nicht nur in den schwachen Monaten mit den Flugzeugen, sondern hat natürlich auch Themen, dass man AOCs hat, 7 Stück im Moment. Heißt also, man hat die Lufthansa Classic, die City Airlines, die Discover Airlines. Das sind die man unter dem Lufthansa-Dach vereinen möchte. Die anderen haben natürlich andere. Das sind dann halt so die Cityline, die halt bald eingestellt wird zugunsten der Lufthansa Airlines. Also City Airlines oder Cityline wird eingestellt zu City Airlines. Ihr merkt, das ist kein bewusstes oder unbewusstes Namensding, sondern man hat ganz bewusst das schon gemacht, um das auszutauschen. Dann hat man natürlich noch die anderen Fluggesellschaften und dann ist es so, dass man die Lufthansa auch sich neue Felder suchen muss im Ausland. Das heißt also, man kann nicht nur in Deutschland mehr wachsen, weil natürlich der Wettbewerb größer geworden ist. Heißt also, man hat einmal Luftraumbeschränkungen, dann hat man Emirates, Katar und wie sie alle heißen, Türkisch. Und damit ist es so, dass die Strecken, die früher rentabel waren nach Asien für Lufthansa aus München oder aus Frankfurt heraus, jetzt ein echtes Thema sind, weil man ja um den russischen Luftraum rumfliegen muss und die anderen Fluggesellschaften da wesentlich günstiger sind. Damit bleibt der Lufthansa ja auch nur noch die Expansion einmal Richtung Afrika oder aber auch dann Richtung Westen,
von euch aus wäre Westen, glaube ich, da. Und da ist es dann so, dass man natürlich dann mit eigener Kraft nicht mehr wirklich viel mehr wachsen kann, sondern man muss zukaufen. Und da ist es natürlich so, dass wenn man nach Süden geht, dass man dann halt die ITA genommen hat und jetzt halt auch die Frage ist, ob man die Air Europa oder die TAP nimmt. Deshalb sehe ich das beides als entweder oder an. Ihr könnt das ja auch selber sagen, was ihr dazu denkt, ob ihr das auch als entweder oder seht oder sagt, ob die TAP und Air Europa machen. Ich persönlich denke, dass man natürlich da mit Air Europa vielleicht einen besseren Partner hat, weil die weniger Ballast haben, aber das ist meine Meinung. Und ihr könnt ja mal schauen, was eure Meinung ist, TAP oder Air Europa. Und vor allem macht es Sinn, dass die Lufthansa dann nach Südamerika expandiert, weil die Starlines da ja relativ schwach auch eigentlich ist. Aber was man unter dem Strich sagen kann, ist, dass Deutschland ein Risiko für die Lufthansa geworden ist. Das heißt also, in Deutschland ist der Flugverkehr komplett zusammengebrochen, will ich nicht sagen, aber man hat halt weniger Flugverkehr, man ist da irgendwie bummelig bei 50%. Dann ist es so, dass man natürlich die Abhängigkeit hat von der deutschen Regierung. Man weiß ja nicht, wer drankommt, man weiß ja nicht, wer welche Regelung macht. Die EU ist ja auch jetzt nicht unbedingt so, dass man da weiß, was da passiert. Und da ist es so, dass natürlich Lufthansa auch in Deutschland gerade ein Problem hat mit den Steuern, weil in Deutschland sind wir halt sehr, sehr teuer und gerade auch im europäischen Vergleich. Und Lufthansa bringt halt 44% des Konzernumsatzes mit. Und wenn man halt die Produktionssachen sieht von Leistung, ist es natürlich so, dass man da halt Entlastung von der Politik braucht in Deutschland. Wenn man auf andere Märkte geht, hat man da vielleicht die Möglichkeit, das ein bisschen abzufedern und dann von anderen Regierungen zu partizipieren. Lufthansa hat 800 Flugzeuge insgesamt und da ist auch ITA eingerechnet bei den 800 Flugzeugen, wobei natürlich interessanterweise nur die Hälfte bei der Lufthansa Mainline fliegt. Es gibt auch Leute, die die Lufthansa kritisieren, natürlich aus den eigenen Reihen. Wir haben ja auch den Kollegen gehört, Herrn Kühne, ein Hauptinvestor oder den Hauptinvestor. Und der sagt natürlich, dass die Geschichte in Lufthansa-Leben zu komplex geworden ist. Und Fluggesellschaften muss man natürlich, wenn man sie kauft, auch wenn sie billig sind, man kann jetzt auch sagen spottbillig in einer Art und Weise, ist es so, dass man dort halt wirklich sich durchwägen muss. Denn einmal ist es so, dass nicht nur der Investor selber da sagt, dass man dort den Konzernkurs nicht mag, sondern auch die EU mit der Frau Vestager, die natürlich da der Lufthansa Gegenwind gibt. Man muss natürlich auch sagen, dass man Lufthansa auch ein bisschen Credit geben muss, weil die machen ja nichts ohne, man sagt doch schon, die sind data-driven, also die geben Data und die sagen halt, dass diese Hub-Geschichte, die man hat, wenn man diese untereinander verknüpft, nicht nur funktioniert, sondern dass dort Synergien sind und 40% der Umsteiger nutzen auf ihren Flügen laut Lufthansa zwischen mehr als 2 Marken. Also das heißt, dass das Austrian zur Lufthansa bringt und so weiter, dass sich das dann durchaus positiv auswirkt. Und das ist halt so, dass man bei Lufthansa nicht ganz auf den Herrn Kühne hört, aber auch gar nicht auf ihn hört. Und Lufthansa will halt die Gruppenzugehörigkeit ihrer Beteiligung im Marktauftritt besser betonen. Heißt also, man will die Töchter an die Leine nehmen, an die Kandare nehmen, wobei das wird ja schon gemacht eigentlich. Nur bei der Swiss, wo es so war, dass die Swiss besser produziert hat, hat man dann das nicht honoriert. Aber ich bin mal gespannt, was der Dieter Franz sagt. Da gibt es auch ein Projekt für, das nennt sich TOM, also TOM. Und das nennt sich Target Operation Model, ist eine bessere Zusammenarbeit der Lufthansa Passagier Airlines, die dort vorbereitet wird. Im Gegensatz zu Fox, First Onboard Experience, Future Onboard Experience. Also insofern, man hat da genug Projekte und ihr könnt da auch gerne unten kommentieren und sagen, was ihr dazu denkt. Jetzt haben wir wieder lange über die Lufthansa geredet und wir müssen weiter über die Lufthansa reden. Die Lufthansa hat ja das Thema Allegris. Allegris ist ein
ein Lebensgefühl, wie ich immer zu sagen pflege. Und da muss ich mich einmal kurz wieder aufrichten, weil ich in meinem, warte, was ist denn hier passiert? So ist es richtig, da ist es falsch. Oh, er ist hier auf den Bildschirm gegangen. Da! Falschen Knopf gedrückt. So schnell geht das und dann ist man wieder da. Ja, auf jeden Fall, Allegris ist ein Lebensgefühl und dabei ist es so, dass man bei Allegris ganz klar sagen muss, dass Allegris ein Problemfall ist an den Stellen, weil Passagiere sind nicht ganz so happy. Und jetzt gibt es das nächste Problem bei der Economy Class. Und zwar ist es so, als man 2017 ja die Allegris, sage ich mal, vorgestellt hat, das ist ja mittlerweile schon so lange her, ist so, dass der Rollout natürlich gedauert hat. Und das war letztes Jahr im Mai, wo die erste Maschine dann mit dem Rollout gekommen ist. War ein 350er, nicht die 777, wie man wollte. Und jetzt ist es so, dass man natürlich dort jetzt auch die First Class hat in den ersten Maschinen drin und sie fliegt. Man weiß, wie es funktioniert. Wir haben ja lang und breit uns darüber unterhalten, wie es aussieht zum Thema E-Voucher und so weiter und Kunden. Und jetzt ist es so, dass man dort ein Problem hat, weil die Lufthansa hat bei den 350ern, haben sie keine Trennwand zwischen der Premium Economy und der Economy eingebaut. Und jetzt müssen sie bei den 350ern, wenn sie die neuen Sitze bekommen, weil es Schalensitze sind, müssen sie da beim Crash-Test quasi nacharbeiten und haben gesagt, okay, die Passagiere sollen sich nicht die Nase stubern an der harten Schale. Deshalb muss die erste Reihe frei bleiben. 9 Sitze sind das, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und man hat jetzt gesagt, okay, wir bauen keine Trennwand ein. Bei den alten Sitzen war es übrigens kein Problem, die alten Premium Economy Sitze. Und deshalb ist es jetzt so, dass man dort Sitze eingebaut hat mit Airbags. Aber die Airbags sind nicht zertifiziert. Haha, Nachtigalle, Kör dir Trapsen. Da ist es halt einfach so, dass man jetzt da die nächsten Monate die Reihe 19 leer lassen muss. Und damit dann halt die Lufthansa natürlich das Problem hat, dass man ja wieder ein Zertifizierungsthema hat und sie wissen nicht, wann es zertifiziert wird. Interessant ist es auch, dass man bei der 787 ja genau dasselbe Zertifizierungsproblem hat. Da ist es wohl anscheinend auch ein Zertifizierungsthema, das auf den Dreamlinern 34, die man beordert hat, 13 sind ja irgendwie schon gemacht und 6 haben wohl anscheinend auch schon die Allegris-Sitze installiert. Und da ist so, dass halt die Crashtests halt nicht besteht bei dem Sitz. Ja, kannst du nicht ausdenken und da ist halt der Fix auch nicht relativ schnell. Also ich verstehe es einfach nicht, was bei Lufthansa ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, und da warte ich mal so auf den Hintergrund von Lufthansa, inwieweit man da auch vielleicht von der Zeit eingeholt worden ist. Vielleicht gab es Tests, die es heute gibt, die es damals nicht gab, zum Beispiel, die man nicht beachtet hat, oder ob das einfach wieder eine Dusseligkeit ist. Und da die FAA natürlich die Sitze bei dem Dreamliner zertifizieren muss, ist das natürlich ein Thema und vielleicht ist man da jetzt natürlich bei der FAA auch besonders vorsichtig, weil es halt Boeing auch betrifft. Also da könnt ihr natürlich schauen und sagen, was ihr dazu denkt. Und die Frage des Tages ist, Lufthansa Allegris, was denkt ihr über das Thema? Ist Allegris ein Trauerspiel? Ist es ein Meilenstein? Was ist Allegris aus eurer Sicht? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wir verabschieden uns jetzt wirklich von Air Berlin. Air Berlin hat den letzten Flieger quasi jetzt verloren. Und zwar deshalb, weil die Maschine, die Delta Alpha Sierra Golf Kilo, die letzte Maschine war, die halt das Air Berlin Kleid getragen hat. Und da ist es wirklich so, dass dieses Kleid, und ich zeige euch das nochmal hier drin, dass man dort natürlich traurig wird, wenn man es sieht. Dann seht ihr auch mal das Flugzeug, wie es aussieht, nackt. Also wenn nicht ganz nackt natürlich, aber wo man die Farbe halt abgebeizt hat oder abgestrahlt hat. Und dann hat man es in komplett weiß und ging dann über natürlich in der Lackierung zu der neuen Sandair-Lackierung. Ist natürlich auf der anderen Seite auch schön zu sehen,
wie so ein Flugzeug dann aussieht, wenn es neu lackiert ist, neu in Farbe ist und alles. Und da muss man natürlich sagen, ja, ist natürlich so, dass der Flieger im neuen Glanz erstrahlt. Schöner wäre natürlich Air Berlin gewesen. Und das Gelb anstatt Rot, ja gut, kann man natürlich so sehen. In Neapel ist es gemacht worden, egal wo, einer hat es machen müssen. Und ihr könnt ja dazu auch dann schreiben, was denkt ihr über das Thema Air Berlin, ein Verlust oder nicht für dich? Warum ein Verlust? Was ist da ein Thema und was ist da für euch, sage ich jetzt mal so, die Erinnerung an Air Berlin, weil die Erinnerungen von mir an Air Berlin, die sind so am Faden und Air Berlin ist so weit weg für mich, aber für andere gibt es das noch und Air Berlin habe ich ja auch noch eine Gruppe mit über 3000 Mitgliedern, also es gibt da eine Gruppe, die da noch trauert. Das letzte Thema ist wieder so ein Thema Brunchgate und zwar Brunchgate ist das Thema British Airways. British Airways hat natürlich wieder Kosten reduzieren wollen, hat auf den Flügen, die Nachtflüge sind, und da hatte man ja, glaube ich, auch irgendwie eine Uhrzeit eingestellt, dass besonders viele Flüge betroffen sind, sonst wären die Einsparungen gar nicht so groß gewesen. Und die mussten da jetzt wieder einfach mal eine 180-Grad-Drehung machen, denn man konnte dann nicht mehr einen Appetizer oder ein Hot Entree sich aussuchen, sondern man hat einfach am Ende hat man dann auch irgendwie einfach nur was bekommen. Und das ist natürlich so, dass dieser Good-Night-Service, wie man ihn genannt hat, nicht so prickelnd ankam. Vor allem ist es so, dass diese kürzeren Langstreckenflüge wie an die US-Ostküste, ist ja von England gar nicht mal so weit, natürlich davon betroffen waren. Und jetzt ist es so, dass man das natürlich nicht mehr macht, weil es negative Feedbacks gegeben hat und vor allem auch von eigenem Personal negativ gesagt worden ist. Und mit dem Start von 2025 hat man dieses halt wirklich gegengesteuert. Und Brunchgate, wie die Vielflieger das genannt haben, ist so, dass man natürlich da auch dieses Brunch, was um 11.30 Uhr war, das war ja auch die andere Geschichte, natürlich ein Problem ist für Leute, die ein Frühstück schon gehabt haben, ist es so, dass man dort ein zweites Frühstück mehr so um 1 Uhr essen muss. Ist ja auch nicht, also ich meine, sorry, aber 1 Uhr ist Mittagsessenszeit, da gibt es gar nichts. Und da ist es so, dass man da dieses dann auch eingestellt hat. Und deshalb ist es so, dass Flüge, die nur bis 9 Uhr den Flughafen verlassen, noch das bekommen. Auch hier wieder Gott sei Dank eine Verbesserung, aber daran sieht man halt, dass Fluggesellschaften nur auf Druck reagieren, Druck vom Personal, Druck von den Passagieren in Form von uns, von Vielfliegern, die sich des Themas dann annehmen und dann natürlich das Thema auch ändern können. Vielen Dank, dass British Airways uns zuhört. Wir wissen an dieser Stelle wie immer, dass wir den Kanal abonnieren sollen, die Glocke anmachen, das Like da lassen und natürlich auch auf School kommen sollt. Und der Link ist im ersten Kommentar. Ich werde ihn wieder anpinnen. Kommt rein, die Gruppe ist kostenlos bis zu den ersten 50. Wenn mehr als 50 drin sind, nämlich $10 pro Monat. Also, da könnt ihr jetzt noch kostenlos reinkommen. Wird dann knapp, nur so als Hinweis. Ne? Also Vielflieger Stammtisch. Vielflieger Stammtisch bleibt, glaube ich, kostenlos. Mit ab 10 Leuten. Nein, also ernsthaft, die Gruppe wird dann $10 kosten, wenn da mehr als 50 Leute drin sind. Also ihr könnt jetzt kostenlos reinkommen über den Link. Macht das. Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart und ich freue mich morgen auf euch und ich bin hier erstmal wieder weg und ich muss auch, glaube ich, frühstücken. Wir haben hier ich habe seit heute Morgen 8 Uhr Calls durchgängig. Ich bin noch nicht mal zum Frühstücken gekommen. Die Haare habe ich auch nicht so hübsch wie sonst. Aber hey, also jetzt wieder raus. Bis dann. Danke. Tschüss.